Ja, hi. Ich darf euch heute mal mitnehmen zu einem Betrieb mit Milchvieh- und Biogasanlage. Wir sind hier mit unserem Axion 39 und mit der Firma Mammut unterwegs. Wir haben ein Silo-Schiebeschild dabei und eine Silo-Walze. Und das ist der Mann der Tat, unser Daniel, der Vorführfahrer unseres Vertrauens. Hi, Wie sieht's aus? Ja, danke, gut. Genau, ich war jetzt schon ein paar Tage hier mit unterwegs, habe einige Erfahrungen sammeln können, habe mit vielen Praktikern gesprochen, die das Gespann bewegt haben. Durchweg positives Feedback, ja. Das kann ist ich geil. sagen. Genau. Was auf jeden Fall immer direkt genannt wird, ist die große Verschleißkante dran, die auch noch schraubbar ist. Das haben mir Kunden auch berichtet. Die sagten, früher, gerade wenn ich über den Beton schiebe oder was, bin ich sonst eingehakt. Jetzt dadurch, dass die breite Auflagefläche da ist, schiebe ich richtig schön hoch. Das würde unheimlich Spaß machen. Des Weiteren können wir beide Flügel rechts und links unabhängig voneinander um 180 Grad klappen. Ja. Sprich, wir können die so nach vorne klappen, dann haben wir so ein U. Dann kann man auch auf schmalen Haufen noch mal eine Schippe Silo mit nach oben nehmen. Und für den Straßentransport oder wenn wir halt nur am Walzen sind, können wir es komplett nach hinten um 180 Grad halt nach hinten wegklappen. Ne? Sind wir bei 2,50 Meter, glaube ich. Ja, passt wohl. Wenn dann wirklich mal das Schild ausgeklappt ist und es sollte irgendwo ein Widerstand kommen, eine Silomauer, wie auch immer, dann haben wir hinten drin Überdruckventile verbaut. Dann kann das Ganze ausweichen. Sprich, wir haben nicht unsere Fronthydraulik oder sonst was kaputt, sondern das Schild weicht einfach nach hinten hin aus. Wie breit sind wir denn eigentlich? 4 Meter? Jetzt sind wir bei, also wenn wir gerade stehen, sind wir bei 4 Meter, ja. Das reicht auch, oder brauchst du mehr? 100%ig, das reicht, ja. Das Schild ist schön weit weg vom Schlepper, ne? Man kann auch bei so einem großen Schlepper, bei einer wuchtigen Motorhaube, noch sehr gut vorne die Kante sehen, das Schiebeschild. Und das, obwohl wir ja hier fast 1,62 Meter, glaube ich, Höhe haben. So ein Büffel, der braucht auch ein bisschen was zum Schieben. Ne? Ja, genau, richtig. Silo-Walze hier in dem Moment 3 Meter breit, Rahmen mit Wasser befüllbar. Besonderheit hier heute bei der Kantenverdichter, gerade bei so einem Haufen hier, sicherlich unverzichtbar. Magnetitgewichte an Anbaubock und das Ganze gibt ordentlich Druck. Verdichten, verdichten, verdichten. Was haben wir noch? Ja, für lange Arbeitstage haben wir hier noch eine Arbeitsscheinwerfer drin und natürlich auch eine Straßenfahrbeleuchtung. Und wie findest du die schwenkbare Einrichtung? Wollen wir mal rumgehen? Genau, ja, sagte ich ja eben, das Schwenken ist ganz cool. Wir können um 15 Grad nach rechts und nach links schwenken. Somit können wir uns immer ein bisschen Futter nach außen zur Silomauer oder wie man jetzt hier im Hintergrund sieht, nach außen zur Kante hin wegarbeiten. Ja, das sieht doch cool aus. Aber vom Rumstehen und Labern werden wir nicht. Ja, Ich glaube, du musst wieder auf den Haufen drauf. Jo, Ein paar Wagen liegen da schon. Dank dir, viel Spaß. danke. Und euch viel Spaß weiter beim Gucken. Ich denke, es gibt noch ein paar Videos von Daniel und von Mammut. Bis dann.